Mein Name ist Gabi Fechtner, ich bin die Vorsitzende der Marxistisch-Leninistischen Partei in Deutschland. Zum ersten Mal auf einer Weltfrauenkonferenz. Also ich war wirklich richtig gespannt, was hier so geboten ist. Für mich war wichtig herzukommen, um die vielfältigsten Erfahrungen der Frauen auf der Welt kennenzulernen. Das ist ja was man sonst... Kannst vielleicht mal eine Zeitungsmeldung lesen, aber auch die sind dann oft nicht sehr authentisch. Und hier wirklich die Frauen versammelt zu haben und diese Erfahrungen mitzukriegen und sich dann aber auch noch austauschen zu können, das erweitert, glaube ich, den Horizont. Und zum Zweiten war mir aber auch wichtig, was einzubringen. Es ist ja so, dass die katastrophale Lage der Frauen auf der Welt einfach die Antworten dringend benötigt. Was machen wir jetzt mit der Lage? Was sind unsere Perspektiven? Und dazu wollte ich einen Beitrag leisten, da auch über den Sozialismus und den Zusammenhang zur Befreiung der Frau unsere Position einzubringen und dazu auch zu diskutieren. Du hast gemeinsam mit Durga aus Nepal und mit Menu aus Sri Lanka einen Workshop durchgeführt über 1,5 Tage. Welche Bedeutung hat die Bewusstseinsbildung über den Sozialismus und den Zusammenhang zum Kampf um die Befreiung der Frau? Also ursprünglich war da eigentlich ein sehr enger Zusammenhang. Also Marx und Engels haben eigentlich, wenn man so will, den wissenschaftlichen Sozialismus und damit auch die Frauenbewegung begründet, indem sie schon gesagt haben, es muss eine eigenständige Befreiung der Frau geben. Es gibt nicht nur die Ausbeutung der Lohnarbeit in der Gesellschaft, sondern es gibt auch die bürgerliche Staats- und Familienordnung als Gegenstück, von der sich die Menschheit und die Frauen auch befreien müssen. Es wurde dann aber zeitweise auch wieder etwas in den Hintergrund gedrängt, dieser Zusammenhang. Und Teile der feministischen Bewegung haben sogar ausdrücklich die Trennung von der Arbeiterbewegung auch forciert oder auch aus so antikommunistischen Gründen eigentlich den Sozialismus als gescheitert und als patriarchalische Unterdrückung oder Ähnliches gekennzeichnet. Und deshalb ist es vielleicht eine Art Renaissance, dass es zusammenkommen muss, wieder die Frauen- und die Arbeiterbewegung. Natürlich auf neuer Stufe, aufgrund vielfältigster Erfahrungen, die wir inzwischen gemacht haben mit dem Aufbau des Sozialismus, mit großen frauenpolitischen Errungenschaften, ne? Also was die 1917 schon erreicht haben nach der Oktoberrevolution in der Befreiung der Frau. Das hat der Kapitalismus in den meisten Ländern bis heute bei weitem nicht erreicht. Aber dann auch wieder den Verrat am Sozialismus, große Rückschritte in der Befreiung der Frau. Und auf dieser Stufe jetzt zu diskutieren, wie ist dieser Weg und wie kommen wir dahin und sind wir uns darüber überhaupt einig, das war schon eine echt gute Sache. Kannst du schon was über Schlussfolgerungen aus dem Workshop verraten? Also erstmal war es, glaube ich, der größte Workshop, ich habe jetzt noch keine Gesamtbilanz, aber irgendwie nach der Registrierung hat man uns den größten Raum zugewiesen. Also es gab wohl großes Interesse dran, was schon mal zeigt, dass es da auch ein wirkliches Bedürfnis gab. Und ich kenne jetzt so die Diskussion von frauenpolitischen Ratschlägen in Deutschland und ich fand wirklich ein tolles Niveau, diesmal wirklich richtig zusammen zu diskutieren. Natürlich gab es kontroverse Meinungen, ne? Du hast die Marxistin, Leninistin, wir hatten einfache Frauen vom Land dabei, wir hatten sozialistische Feministinnen dabei, wir hatten Arbeiterinnen und es gibt erstmal unterschiedliche Ansätze, aber was sehr gut war, dass man wirklich sich zugehört hat, dass aufeinander eingegangen wurde, dass irgendwie das Bestreben war, zusammenzukommen und das ist schon mal ein ganz wichtiges Signal, dass diese versuchte Spaltung, das ist ja der Antikommunismus, der immer versucht, die Masse der Frauen eben vom Marxismus-Leninismus zu trennen. Das funktioniert anscheinend nicht so richtig, ne? Sonst wären diese Frauen jetzt da nicht zusammengekommen. Wir haben auf jeden Fall gesagt, wir müssen mit dem Sozialismus mehr in die Offensive gehen. Es ist auch so die Idee entstanden, vielleicht auch mal einen Film oder einen Bildungsvortrag zu machen und nicht immer erst über Sozialismus zu reden, wenn er angegriffen wird und dann zu sagen, ja, aber das stimmt doch gar nicht und so, sondern auch mal zu sagen, was sind denn diese Errungenschaften, aber auch welche Fehler und Probleme gab es. Dann bricht uns ja kein Zacken aus der Krone, wenn wir darüber auch sprechen. Das war eine Schlussfolgerung. Dann haben wir gesagt, wir müssen, wir haben, ich sag mal, sehr darum gekämpft, dialektisch zu diskutieren. Also zum Beispiel sind die Feministinnen ja jetzt nicht unsere Feinde. Das ist sicherlich, gibt es Führerinnen, die richtig
auf der anderen Seite stehen, ne, die gegen die Arbeiterbewegung, die ganze Frauenbewegung nur gegen den Mann an sich ausrichten. Das ist nicht unser Kurs, aber es gibt eine Masse von Frauen in der Bewegung und es wurde sozusagen gefordert, die revolutionäre Bewegung muss doch mehr integrierenden Charakter haben und wir müssen doch gucken, dass wir die Frauen, die ein ehrliches Interesse haben und die auch für die weltanschauliche Offenheit stehen, dass wir die zusammenbringen und uns nicht nur abgrenzen und sagen, ihr sagt aber das und ihr habt da nicht unsere Meinung. Das ist eigentlich im Workshop gut gelungen, dass das schon deutlich wurde, da sind noch klar die Unterschiede. Wir haben uns dann auch vorgenommen, mehr theoretische Arbeit zu machen, nicht im Sinne von abgehobenen, was weiß ich, Professorendebatten oder so, aber weil wir einfach merken, alles, was uns in der Praxis begegnet, dem liegt irgendeine Theorie zugrunde. Und die Unterdrückung der Frauen durch rechte Regierungen, das sind richtige Theorien, die entwickeln, dass die Frau wieder an den Herd gehört, dass man eine Retraditionalisierung braucht. Wir müssen uns auch mit den Theorien befassen, die den Problemen in der Praxis zugrunde liegen. Und unsere praktischen Erfahrungen auch theoretisch auswerten, damit auch alle was davon haben. Und wir sind darauf gestoßen, dass das oft auch noch eine Selbstveränderung für uns Frauen ist, nicht sozusagen, ne, wir müssen das unmittelbar Nützliche, was der Pragmatismus immer so sagt, und halt das Leben managen und gucken, dass wir irgendwie die Praxis zustande bringen, sondern wir müssen uns auch die Zeit nehmen und uns die Fähigkeit erwerben, auch theoretisch zu arbeiten. Und da haben wir jetzt auch vorgeschlagen, das kam von türkischen Frauen, ob man nicht auch mal ein theoretisches Seminar macht. Bildungsseminar auch zur Frage Frauenrevolution, sozialistische Revolution, wie hängt das zusammen? Oder auch zum Thema des Opportunismus, der uns ja immer so von unserem Kurs abbringen will und uns so anpassen an den Mainstream, den die bürgerliche Welt so für uns vorsieht. Ne? Also das sind eigentlich ganz gute Überlegungen, die da auch rausgekommen sind. Ja, ganz herzlichen Dank. Glückwunsch zu dem spannenden Erkenntnisfortschritt und es geht sicherlich in die Richtung auch weiter und war schon mal ein wichtiger Ausblick auch für die weitere Auseinandersetzung. Vielleicht zum Schluss, es war zufällig auch einer der letzten Beiträge in dem Forum, dass eine Frau aus Tunesien, das ist ja hier auch das Gastgeberland, dann sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Sie hat gesagt, ich bin eine einfache Frau vom Land, aber ich bin über die Quelle meines Lebens, meiner Arbeit zum Kommunismus gekommen, weil ich aus meinem Leben gemerkt habe, ich brauche Perspektiven, ich muss das alles verstehen, was hier vor sich geht und das war dann wie so ein Schlusswort. Es müssen noch viele Frauen aus ihren Quellen, aus ihrem Kampf, aus ihrem Leben, aus ihrer Arbeit zum Kommunismus kommen und das ist vielleicht auch für die Perspektive was wir noch mehr in die Gesellschaft tragen müssen, so wie inzwischen alle über Kapitalismuskritik reden und sogar Imperialismus wieder gebraucht wird, müssen wir auch den Sozialismus richtig breit in die Diskussion bringen.